Willkommen zu diesem Video zum Thema Regelungstechnik. Wir werden in diesem Video das linke Blockschallbild umwandeln, sodass wir das rechte Blockschallbild bekommen. Solchen Typ von Aufgaben werden öfter in Klausur vorgeschlagen. Wenn ihr bereit seid, empfehle ich euch zu setzen. Das werden wir heute zusammen schaffen und ihr müsst ganz konzentriert sein. Ich kann jetzt mal die Übertragungsfunktion an der Stelle mit G7 nehmen, da mit G8, hier unten mit G9. Wenn ich mir das linke Blockschallbild anschaue, dann ist G1 in Serien geschalten mit G2. Deswegen kann ich die beiden Übertragungsfunktionen hier erstmal vereinfachen als G1 mal G2. Rechts davon sehe ich G3 und G4. Die werden hier subtrahiert durch die Additionsstelle. Deswegen liegt hier eine parallele Schaltung von den beiden Übertragungsfunktionen. Das kann ich dann vereinfachen als G3, weil es in meiner Additionsstelle hier reingeht, minus das G4. Wenn wir die beiden serien- und parallel geschaltete Übertragungsfunktionen hier vereinfacht haben, dann fällt es auch noch auf, dass G1 mal G2 und G3 mal G4 selbst in Serien geschaltet sind. Deswegen können wir die beiden Blöcke quasi als Multiplikation von den beiden. Deswegen ergibt sich G1 mal G2 das Ganze mal G3 minus G4. Wenn ich das hier habe, kann ich jetzt mal sagen, dass das hier mein G7 ist. G7 ist dann gleich G1 mal G2. Das Ganze mal G3 minus G4. Dann machen wir weiter. Dann wird jetzt meine Übertragungsfunktion wie folgt aussehen. Ich habe mein Phi hier habe ich mein G7 da kommt mein G5 da habe ich ja mein Y. Als nächstes kann ich nochmal dieses Blockschallbild wie folgt vereinfachen. Mein G7 multipliziert auf mein G5 und ebenfalls kommt es an der Stelle in die Additionsstelle. Deswegen, wenn ich wie in meiner N-Blockschallbild nur eine Verzweigungsstelle erhalten möchte, muss ich diese Verzweigung zwischen G7 und G5 wegmachen. Die Übertragungsfunktion G7 kommt nochmal in die Verzweigungsstelle hier unten und wird auch mein G5 ausmultiplizieren. Ich kann nochmal diese Verzweigungsstelle dann in mein G5 bringen. Somit bekomme ich dann mein W Übertragungsfunktion hier von G6 und da meine Additionsstelle und hier natürlich mein G7, was hier fest ist,
Oben ist es auch fest, dass ich mein G7 habe. Dann habe ich hier genau das. G7 mal G5. Und natürlich mein G7 mal G5 kommen nochmal hier unten. G7 mal G5. Weil die Übertragungsfunktion ebenfalls über diesen Verzweigungsstelle in die Additionsstelle hier unten kommen muss. Daher habe ich mein Y und an der Stelle kriege ich meine Verzweigungsstelle. Dadurch kann ich direkt festlegen, wie groß mein G8 ist, und das ist dann gleich G8 gleich G7 mal mein G5. Jetzt fehlt uns nur die Blockscheibe G9 zu ermitteln. Wie sieht dann diese Blockscheibe aus? G9. Dafür muss ich nur diesen Teil hier unten vereinfachen, was für uns eigentlich ganz easy ist. Ich habe die Addition von der Übertragungsfunktion G7 und G7 mal G5 an dieser Stelle, und das Ganze wird dann multipliziert mal G6, weil die dann in Serien geschalten sind. Deswegen erhalte ich für G9 ganz genau G6 plus beziehungsweise mal G7 mal 1 plus G5. Das ist dann gleich G6 mal G7 Klammer auf 1 plus G5. Damit kann ich mein endgültiges Blockschallbild mit den richtigen Übertragungsfunktionen schreiben. Das wird dann minus, hier unten habe ich mein G6, G7, 1 plus G5, oben habe ich mein G1 mal G2, das Ganze G3 plus G4, nicht vergessen, wir haben hier einen Verzweigungspunkt, und dann bekomme ich hier G7 mal G5. Hier habe ich mein Y. Damit wäre ich am Ende von dieser Vereinfachung. Wenn es euch gefallen hat und geholfen hat, ein bisschen mehr über die Vereinfachungen von Blockschallbild gebracht hat, lasst bitte einen Daumen hoch, abonniert euch dem Kanal, und wir sagen ciao, bis zum nächsten Mal bei meinem Study-ING, dein Tor zur Welt der Ingenieurwissenschaften. Ciao.